Ich bin nach dem Krieg geboren, 1953, und mein Leben war schon früh von Krankheit geprägt. Ich bin tot geboren und die Hebamme hat mir direkt eine Spritze ins Herz gegeben und das Herz fing wieder an zu schlagen, obwohl sie das eigentlich nicht gedurft hatte. Sie wusste, sie machte sich strafbar, aber wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre ich schon tot. Und mit 7 habe ich Diphtherie bekommen, der Hals ging ganz zu. Mit 9 habe ich Tuberkulose bekommen, habe mich angesteckt an eine Pflegeperson und musste 7 Monate in eine Spezialklinik verbringen und bin dann als nicht geheilt entlassen und war erst geheilt, als ich 18 war. Mit 12 habe ich Gehirntumor bekommen, mit 18 Mumps und danach habe ich dann Musik studiert. Ich hätte viele gute Gründe gehabt, in meinem Leben nicht an einen guten Gott zu glauben. Aber ich möchte euch erzählen, warum ich es doch tue. Ich hatte mit 12 Jahren 3 Wochen sehr starke Kopfschmerzen. Und beim Hausarzt hat der Hausarzt meiner Mutter gesagt, sie müssen zur neurologischen Klinik nach Dortmund und ihn dort untersuchen lassen. Wir haben nämlich dort einen Tag untersucht und am Spätnachmittag haben sie meiner Mutter gesagt, er hat einen Gehirntumor, wir können ihn vielleicht noch 3 Monate pflegen, dann ist vorbei. Und meine Mutter hat im Taxi auf dem Rückweg die ganze Zeit geweint. Ich wusste aber nicht warum. Mein Großvater war Gemeindeleiter von einer freikirchlichen Gemeinde im Raum Dortmund. Und beim Gottesdienst bat er den Prediger, bitte Erich, komm doch nach Hause zu uns. Mein Enkel ist todkrank. Und bete mit ihm. Der kam dann auch. Ganz freundlicher Mann, und fragte mich, Siegfried, glaubst du, dass Jesus dich heilen kann? Habe ich gesagt, selbstverständlich glaube ich das. Und dann legte er mir die Hand auf die Stirn und sprach ein ganz einfaches Gebet um Heilung. Und während er noch betete, ging der starke Kopfschmerz plötzlich weg und es trat ein angenehmes Wärmegefühl auf. Ich stand auf, meine Mutter backte gerade Apfelkuchen. Und ich hatte 3 Wochen nichts gegessen, nur gebrochen vor Kopfschmerzen. Sagte ich zu meiner Mutter, Mama, gib mir 3 Stückchen Apfelkuchen. Mein Großvater und der Prediger, die haben nur gelacht vor Freude. Ich war in einer Sekunde geheilt. Dieses Erlebnis ist jetzt 59 Jahre her und ich lebe immer noch. Sonst wäre ich schon 59 Jahre tot. Und diese Erfahrung kann man durchaus als Wunder bezeichnen. Nach meiner Militärzeit bei der Bundeswehr habe ich dann Musik studiert in Dortmund und habe dann 12 Jahre als Musikdozent gearbeitet, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Und bin dann 24 Jahre ausgefallen durch eine schwere Grunderkrankung, eigentlich 2 schwere Grunderkrankungen. 2022 habe ich die Krebsdiagnose bekommen, Pankreastumor. Und ein Jahr später bin ich dann in eine Sterbeklinik ins Hospiz überwiesen worden und wurde dort immer schwächer, konnte gar nichts mehr und bin dann schließlich und endlich in eine Bewusstlosigkeit verfallen, 4 Tage,
Und die Ärzte haben meinen Angehörigen gesagt, der Herr Diekmann liegt im Sterben, der wird nicht mehr wach. Und meine Familie hat für mich gebetet. Und auch andere Leute haben für mich gebetet. Und tatsächlich habe ich am 5. Tag unerwartet die Augen wieder aufgemacht und bin dann wieder zu Kräften gekommen, was ein großes Wunder darstellt. Die Ärzte waren total überrascht davon, weil damit hatten sie nicht gerechnet. Und 3 Monate später haben die Ärzte dann gesagt, der Herr Diekmann kann wieder nach Hause entlassen werden. Das geht, er kommt zurecht zu Hause und jetzt bin ich wieder zu Hause und ich habe das Klavier wieder entdeckt für mich und möchte durch meine Musik anderen Menschen Freude bereiten und auch Mut machen. Man hat mir gesagt, dass es höchst selten der Fall ist, dass jemand aus dem Hospiz, aus der Sterbeklinik wieder entlassen wird nach Hause. Aber so ist es bei mir gewesen. Mein Leben war eine Kette von schweren Grunderkrankungen und eine Kette von großen Wundern. Hier ist das Hospiz, in dem ich gelegen habe, ab 2023, Dezember, 6 Monate. Und jetzt werde ich reingehen, ein paar Leute begrüßen und ein bisschen am Klavier spielen, um den Leuten Mut zu machen. Zimmer 1, in dem Zimmer habe ich gelegen früher. 6 Monate. Also hier ist das Hospiz, der Aufenthaltsraum vom Hospiz. Hier steht das Klavier, wo ich immer Klavier spiele jetzt auch noch. Ich war hier 6 Monate und so als Dank und weil es notwendig ist, gehe ich immer hier hin und spiele Klavier für die Patienten, damit sie Mut zum Leben haben. Und das Team hat mich super toll gepflegt hier. Die machen eine ganz tolle Arbeit und das Hospiz finanziert sich zu 40% aus Spenden. Also ein ganz toller Ort, wo man Spenden hinbringen sollte. Es lohnt sich. Hospiz an der Luther hier in Göttingen. Ich möchte dir sagen, ich habe viel Leid in meinem Leben erlebt und ich habe aber auch viel Hilfe von Gott erlebt in meinem Leben. Und ich glaube persönlich, das möchte ich dir mitteilen, dass, wie die Bibel das auch beschreibt, Jesus für mich das Ticket ist zu einem besseren Leben nach dem Tod, sodass ich eines Tages bei ihm sein kann, ohne dass Leid da ist, ohne dass Schmerz da ist, sondern eine Ewigkeit voller Freude. Und das gibt mir sehr viel Hoffnung. Und Hoffnung trägt im Leben durch. Nach meinem Verständnis ist Gott keine Religion, kein Kirchengebäude, kein Pastor, sondern er ist an unsere Herzen interessiert und möchte eine Beziehung mit uns eingehen. Und egal in was für eine Situation du bist, ob du im Rollstuhl sitzt oder im Bett liegst und nicht mehr weiter kannst, bei Gott zählt das nicht. Bei den Menschen zählt die Leistung. Bei Gott zählt nicht die Leistung, sondern Gott bietet jedem das Ticket an, für die Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Das wünscht er sich. Und er ist nackt am Kreuz für uns gestorben und kann sich daher mit unserem Leid identifizieren. Und deswegen können wir uns ihm anvertrauen. Er streckt dir seine Hand entgegen, voller Liebe. Er hat am Kreuz für uns gelitten, für unsere Schuld. Und wir können das annehmen. Das ist das, woran ich glaube. Ich lade dich ein, dein Herz dafür zu öffnen, für die Liebe Gottes und es mal auszuprobieren. Also mir persönlich hat es mein Leben verändert und viel Kraft gegeben und das alles durchzustehen.
das viele Leid. Und deswegen geht es mir gut. Ich bin ein glücklicher Mensch geworden dadurch. Wenn dich das Thema Glaube interessiert, berührt hat, dann gibt es im Internet eine Serie The Chosen. Das ist eine App, die man runterladen kann und die Folgen sind alle kostenlos. Die gibt es mehrsprachig, auf Deutsch, auch auf Englisch. Und über 400 Millionen Menschen haben die bereits angesehen und sind davon berührt worden.